In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du in Panama einen Aufenthaltstitel bekommen kannst und das ganz ohne dort eine Immobilie kaufen zu müssen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein umfassendes Dienstleistungsprogramm rund um Lateinamerika aufgelegt. Mein Kollege Harley Bieder ist ja derjenige, der sich darum auf unserer Seite kümmert. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Dort haben wir auch das ganze Panama-Setup verlinkt, das ich hier in diesem Video beschreibe. Du kannst gerne mit Harley ein Beratungsgespräch buchen, wenn dich das näher interessiert, oder auch einfach zunächst eine kostenlose und unverbindliche Potenzialanalyse zu deinem Vorhaben anfordern. Dann prüfen wir dein Vorhaben anhand deiner Angaben kurz und schicken dir dann eine E-Mail mit unserer Einschätzung und unserer Bewertung, und du kannst danach, wenn du möchtest, ein Beratungsgespräch buchen. Wir veranstalten ebenso Seminare in Lateinamerika und Reisen nach Amerika. Du hast damit die Möglichkeit, in einem kurzen Zeitraum nicht nur sehr interessante Gleichgesinnte zu treffen, sondern eben auch geballtes Wissen mitzunehmen und natürlich auch ganz konkrete Erfahrungen vor Ort zu sammeln. Alle Infos auf unserer Webseite. Ich empfehle dir sehr stark, unseren Telegram-Kanal zu abonnieren. Dort posten wir täglich Updates, und wenn wir zum Beispiel auf Reisen sind, posten wir da auch sehr viele Bilder und Eindrücke vor Ort. Also sicherlich der beste Anfangspunkt, wenn man sich mit dem Thema Auswandern befassen möchte und schon mal in die Community leicht eintauchen möchte, ohne sich jetzt dort zu irgendwas verpflichten zu müssen. Also auch der Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ein bisschen theatralisch könnte man sagen, Dubai steht in Flammen und viele, die bisher nach Dubai auswandern wollten, schauen sich nach Alternativen zu Dubai um. Also nur um das ganz klar zu sagen, ich bin ein großer Freund von Dubai. Wir sind ja hier komplett jurisdiktionsblind. Das heißt, wir beraten zu allen möglichen Jurisdiktionen, inklusive auch zu Dubai, bieten dort auch entsprechende Dienstleistungen an. Wir wollen für dich das Beste, ob das jetzt in Dubai ist oder in Panama oder in den Philippinen oder auf Malta, das ist uns völlig Schnurz. Wir können dich bei deinem Vorhaben unterstützen, egal wohin es geht. Ganz zuletzt natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Jeder hat bestimmte Präferenzen in puncto Klima, Kultur, Menschen, Essen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht dann vergessen, dass die Situation in Dubai vielen Sorge macht. Dubai war so das Nonplusultra für Sicherheiten. Auf einmal sieht man dort Bilder von Dubai im Raketenhagel, will ich schon jetzt fast sagen. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Die Regierung in Dubai hat es ja relativ gut gemacht, die meisten Drohnen und Raketen ja abgefangen. Aber du weißt, ich meine, es entsteht einfach ein Gefühl von Unsicherheit und viele können damit natürlich nicht leben und wollen das einfach auch nicht für ihr Leben und suchen daher nach Alternativen. Und Panama ist eben eine attraktive Alternative, insbesondere wenn man davor nach Dubai auswandern wollte. Wenn du dich jetzt generell mit der Einwanderung nach Panama beschäftigst, dann wirst du relativ schnell auf Informationen stoßen, dass du dort eine Immobilie kaufen musst, dass du dort mehrere 100.000 $ investieren musst, damit du dort einen Aufenthaltstitel erhältst. Und zu allem anderen gibt es eigentlich relativ wenig Informationen. Und das ist im Grunde genommen komplett falsch. Du musst in Panama keine Immobilie erwerben. Du kannst zunächst mal als Rentner und Privatier ein Visum bekommen. Wobei da sind dann auch entsprechende Nachweise notwendig, dass du tatsächlich passives Einkommen hast. Und da werden hohe Anforderungen gestellt, in welcher Art von passivem Einkommen das sein wollen. Ich will mich jetzt mit diesen beiden Visa-Kategorien hier nicht beschäftigen, aber wie gesagt, als Rentner bekommst du dort sehr einfach ein Visum, auch ohne in eine Immobilie zu investieren. Als Privatier ebenfalls. Aber wenn du jetzt weder Rentner bist noch Privatier, aber zum Beispiel jetzt freiberuflich tätig bist oder unternehmerisch, dann ist der einfachste Weg, in Panama einen Aufenthaltstitel zu bekommen, eben nicht die Immobilie, sondern einfach dort ein Unternehmen zu gründen, dich bei diesem Unternehmen anzustellen und dann das sogenannte Friendly Nations Investor Visum zu beantragen. Wir können das natürlich für dich komplett übernehmen, inklusive die Firmengründung, inklusive die Beantragung des Visums. Wie gesagt, mein Kollege Harley kümmert sich darum. Wir arbeiten mit kompetenten Rechtsanwälten in Panama zusammen, wo du dann auch davon ausgehen kannst, dass die Beratung rechtssicher und verbindlich ist und du dadurch eine Top-Betreuung bekommen kannst, die dazu noch durch uns auf Deutsch koordiniert wird. Warum hört man deswegen so wenig darüber? Nun, es ist ja klar, dass bei diesem Immobiliengeschäft sehr viele die Hände aufhalten und dann auch entsprechend profitieren. Hier Provision, da Provision. Da ist es natürlich viel interessanter finanziell für die Berater, als wenn man dir jetzt einfach sagt, hier gründe für ein paar $1.000 so eine Firma und lass dich dort anstellen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich bin eigentlich strikt dagegen, Immobilien zu besitzen. Außer man verfolgt natürlich jetzt ein bestimmtes Ziel, weil es vielleicht der Hauptwohnsitz ist oder man auch den Stress nicht haben möchte, ständig die Wohnung zu wechseln. Denn in vielen Ländern ist es ja so, dass Mietverträge meistens nur kurzfristig sind, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre.
und dann muss man schon wieder wechseln. Tatsächlich haben wir Mandanten, die sich spezifisch deswegen auch Immobilien kaufen, weil sie einfach sagen, ich möchte mein Refugium haben, das möchte ich einrichten nach meinem Geschmack, dann möchte ich einfach nach einem Jahr wieder rausgeschmissen werden und dann wieder von vorne anfangen. Das hängt eben aber auch stark von den Bedingungen ab. Das hängt stark von deinem eigenen Leben ab. Wenn du natürlich jetzt Familie hast und du willst da wirklich langfristig wohnen in Panama und du bist ja schon ganz hundertprozentig sicher, dann willst du vielleicht eine Immobilie kaufen. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ja, ich will da schon mal hingehen, ich will da schon mal leben, ich will mir das Land anschauen, ich will aber noch nicht kaufen, weil ich das Land noch gar nicht genau genug kenne, um dort überhaupt die richtige Kaufentscheidung treffen zu können. Oder du sagst, ich plane das eigentlich nur als offiziellen Compliance-Wohnsitz dort in Panama. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht vor, dort unbedingt jetzt wirklich einen Großteil des Jahres zu verbringen. Dann willst du ja auch keine Immobilie kaufen. Oder du sagst, mir ist der Immobilienmarkt viel zu unsicher, was auch immer die Gründe sind. Aus meiner Sicht sind Immobilien oft ein Klotz im Bein, außer, wie gesagt, du hast ein ganz klares Ziel, du weißt, was du willst, du hast eine Strategie, die das abdeckt, was ich gerade eben gesagt habe. Ich würde immer Lösungen bevorzugen, aber auch dann würde ich im Grunde genommen nicht meinen Aufenthaltstitel unbedingt an eine Immobilie knüpfen wollen, denn es kann ja sein, dass ich diese Immobilie verkaufen will. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel die Mittel brauche, um in irgendwas anderes zu investieren, dann verkaufe ich die Wohnung und dann will ich natürlich nicht, dass ich dann wiederum meine Aufenthaltstitel verliere, nur weil ich die Wohnung verkaufe. Ja? Also das heißt grundsätzlich, ich wäre immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Aufenthaltstitel und Immobilie zu verknüpfen. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, dann macht man es eben, aber es ist natürlich auch jeder anders. Vielleicht bist du ein totaler Immobilienfan, vielleicht hast du gerne ein Beton-Empire, wunderbar, dann kannst du dies in Panama auch tun. Aber hier will ich dir jetzt eben über die Firmengründung berichten. Also tatsächlich reden wir hier vom Friendly Nations Visum. Das können also Staatsbürger nutzen, die aus einer solchen befreundeten Nation kommen. Die meisten europäischen Länder gehören dazu. Ebenso natürlich wie die USA, Australien, UK. Und hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, nun dieses Friendly Nation Visum zu bekommen. Du kannst einmal in eine Immobilie investieren. Und von was wir sprechen, ist, dass du dieses Friendly Nation Visum eben auch dafür bekommen kannst, dass du in Panama eine Stelle hast. Du kannst also ganz normal zu einem Arbeitgeber in Panama gehen, der dich dann anstellt. Oder aber du gründest deine eigene Firma und stellst dich bei deiner eigenen Firma an. Da gibt es keinerlei Voraussetzungen. Du musst hier nicht einen bestimmten Betrag investieren. Du musst doch keine Arbeitsplätze schaffen. Ich komme gleich noch zum Thema Arbeitsplätze. Das ist alles nicht notwendig, auch wenn dir viele sagen, dass es notwendig ist. Es stimmt nicht. Du gründest eine Firma in Panama. Stammkapital ist $10.000. Bei dieser Firma lässt du dich anstellen, du zahlst dir ein Gehalt. Das Gehalt sollte nicht weniger als $850 sein. Das Gehalt musst du dann auch in Panama natürlich versteuern, wobei, wie gesagt, da gibt's auch Freibeträge. Die Idee ist natürlich, dass dieses Gehalt so gering wie möglich ist. So, dieses Friendly Nation Visum wird ausgestellt durch die Einwanderungsbehörde. Und jetzt kommt es eben tatsächlich darauf an, wie wirst du in Zukunft tätig sein? Willst du in Panama vor Ort tätig sein? Willst du zum Beispiel Kunden in Panama vor Ort ansprechen? Willst du Waren und Dienstleistungen in Panama verkaufen? Dann brauchst du zusätzlich zu dem Visum eine Arbeitserlaubnis. Aber wie gesagt, das ist getrennt. Erst wird das Visum entschieden. Über das Visum erhältst du den Aufenthaltstitel. Und dann brauchst du möglicherweise noch die Work Permit. Wobei die meisten unserer Mandanten haben ja keine Kunden in Panama, arbeiten nicht für panamesische Kunden. Daher brauchen sie diese Work Permit nicht. Bräuchtest du diese Work Permit, würdest du also für Kunden in Panama arbeiten, dann müsste die Firma auch tatsächlich Angestellte haben aus Panama. Wenn du aber nur für ausländische Kunden arbeitest oder auch mit der Firma überhaupt nichts machst, denn die meisten gründen ja die Firma nur ähnlich wie in Dubai, einfach, dass sie das Visum bekommen. Die machen dann mit der Firma nichts weiter. Du musst doch mit der Firma nichts machen. Du musst da keine Umsätze erwirtschaften, außer natürlich, um dein Gehalt zu bezahlen. Dann brauchst du auch keine Work Permit. Also ich würde sagen, das Thema Work Permit kannst du eigentlich vergessen. Diese brauchst du nicht. So, und dann hast du eine Firma gegründet. Die Firma entspricht einer Kapitalgesellschaft. Da muss man natürlich dann für den Unterhalt etwas machen. Man muss da eben Jahresabschlüsse einreichen und sowas auf einfache Art. Aber das kann man ziemlich auf Sparflamme halten. Dennoch, wenn dir das natürlich komplett widerstrebt, ein solches Unternehmen zu gründen. Wenn du das lieber nicht machst, dann bliebe dir eben nur der Weg, die Immobilie zu kaufen. Für die meisten, die unternehmerisch tätig sind, ist das normalerweise kein Problem, sowas zu organisieren. Vor allen Dingen, wenn du die Preise anschaust, die sind nicht besonders hoch. Es ist jedenfalls der einfachste und der schnellste Weg und der am wenigsten kapitalintensivste Weg, um letztlich an einen Aufenthaltstitel in Panama zu kommen. Dieser ist dann für 2 Jahre gut. Nach 5 Jahren kannst du dann die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung erhalten und nach diesen 5 Jahren kannst du dann auch die Staatsbürgerschaft in Panama beantragen. So,
letztlich ist also Panama diesbezüglich sehr ähnlich wie Dubai. In Dubai sind natürlich sämtliche Einkommen steuerfrei. In Panama sind es nur die ausländischen. Panama ist ebenfalls ein Land, das kein Doppelsteuerungsabkommen hat mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch das hat es gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Panama City ist eine moderne Stadt, stark amerikanisch geprägt. Hier hat man den US-Dollar, in Dubai hat man den Dirham, aber der ist an den Dollar gekoppelt. Also da gibt es durchaus hier einige Parallelen. Wer also etwas sucht, das sicher ist, das einen hohen Lebensstandard hat, das modern ist, eben natürlich auch viele Hochhäuser, für den ist Panama City sicherlich interessant, aber dann hat natürlich Panama viele schöne Ecken, die jetzt auch nicht so urban sind, wie jetzt gerade Panama City. Panama City selbst hat auch eine Altstadt zum Beispiel, die ist auch wunderschön. Also das musst du dir am besten einmal vor Ort anschauen. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich für das Thema Auswandern interessierst, wenn du dich vielleicht für Panama interessierst oder auch für ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, dich auf diesem Weg zu begleiten. Ich bin vor 26 Jahren aus Deutschland und der EU ausgewandert. Seit 20 Jahren helfen mir Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, auszuwandern, Vermögen im Ausland aufzubauen, Bankkonten zu eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften zu beantragen, Aufenthaltstitel zu besorgen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Community-Aspekt steht bei uns absolut im Vordergrund und im Mittelpunkt alles, was wir tun. Denn die Community hat für unsere Mandanten eigentlich den größten Mehrwert. Da kannst du jederzeit echte Menschen fragen, die den Schritt, den du vielleicht gehen willst, bereits gegangen sind. Du kannst dir dort Input holen, du kannst dir Rat holen. Tatsächlich haben wir in Panama und auch in vielen anderen Ländern Menschen aus unserer Community, die dort leben. Das heißt, du hast da sofort einen Anknüpfungspunkt, wenn du dich zum Beispiel dafür interessierst, wenn du einmal in Panama zu Besuch bist. Und wir haben ja ein sehr herzliches Miteinander in der Community. Hier wollen sich alle helfen. Hier wollen sich alle dabei unterstützen, erfolgreich zu sein und im Ausland dann eben Erfolg zu haben. Das ist im Grunde das, was den größten Wert hat, was der USP ist. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.